Oh. Was ist das denn? Schnapsflaschen? Wo kommen die denn her? Auf diese Geschichte bin ich aber gespannt. Das ist eine lange Geschichte, erkläre ich meiner Frau und erzähle. Die Geschichte beginnt am 1. Juni 2018, während meiner Radtour durch Europa. Ich war in Frankreich, in Angers. 1. Juni 2018. Hi Gerhard, just had a telephone conversation with Angers Television. Es ist früh am Morgen, als die SMS von Olivier Bouchereau die Gedanken von Gerhard kontrolliert, ehe er aufwacht. Oh ja. Ich erinnere mich. Olivier vom Tourismus Office meinte, es könnte heute ein Fernsehinterview geben. Das wäre toll. Damit steigt die Hoffnung, die Charity Radtour bekannt zu machen und die Spendeneinnahmen ins Laufen zu bringen. Es ist 7:30 Uhr. Und die scheinbar unbewohnte Blockhütte, mit ihrer großzügigen, komfortablen Terrasse, zieht mich magnetisch an. Ich fackle nicht lange und nutze die Gelegenheit, um dort zu frühstücken. Plötzlich raschelt es bei der Hecke. Oh. Ein Hase. Der scheint ja gar keine Angst zu haben. Bei der Ankunft auf einem Campingplatz ist das erste, wonach ich schaue, dass der Platz fürs Aufstellen eines Zeltes gut geeignet ist. Das heißt, ein weicher Boden, nicht allzu viel Wurzeln, keine allzu großen Bäume, vor allem nicht Bäume mit so Bockerln, die dann runterfallen können aus Zelt. Bockerl, das sind Zapfen von Tannenbäumen. Und Stromanschluss, Wasser daneben, so wie hier. Gerhard achtet stets darauf, dass Sanitäranlagen in der Nähe sind. Als ich dann am Abend hier das Wasser aufdrehe, bricht es unten raus. Ne? Doch hier scheint einiges nicht zu funktionieren. Beispielsweise fließt das Wasser direkt zu Boden. Und das WC ist abgesperrt. Jetzt dämmert es. Das Gebäude wird renoviert oder abgerissen. Gleichzeitig gibt es weiter vorne eine saubere und funktionstüchtige Reinigungsstätte. Etwas später, in der Rezeption. Ich melde mich an und hole mir einige Informationen. Okay. Thank you very much. So eben habe ich jetzt am Samstag, den 1. Juni, zwei tolle Menschen wieder kennengelernt, gleich in der Früh. Weiter vorne am Campingplatz, also ist in diesem Campingbereich gibt es einen eigenen Bereich für Radfahrerinnen und Radfahrer. Und die beiden sind aus der Türkei, sind mit dem Flugzeug nach Paris geflogen, von Paris nach Nantes. Und von Nantes sind sie vorgestern gestartet, was ich so mitgekriegt habe, knapp 150 Kilometer hierher geradelt direkt. Und haben sich natürlich erst gestern und heute ausgelastet, also heute radeln sie weiter. Und das Schöne ist, also man trifft Menschen, die man nicht kennt und die sind gerade beim Frühstück gewesen und fragen mich, ob ich nicht mitfrühstücken will. Also so freundlich und nett und zeigen mir natürlich auch diese Hütte dort, wo man das Fahrrad einsperren kann. Ich packe meine Sachen, baue das Zelt ab und begebe mich zum Fahrradzeltplatz. Man glaubt es nicht, also mit diesen beiden kleinen Fahrrädern sind die vor 2 oder 3 Tagen über 115 Kilometer an einem Tag geradelt. Das mit diesem Gepäck, das ich vorher gezeigt habe, ist natürlich auch ein Zelt dabei. Ja, also ein Zelt und das volle Programm. Und Straßburg. Ja, die fahren also bis nach Straßburg, die beiden. Das ist unglaublich. Was? Ja. Vielleicht, no problem. Genau, also der Mann erklärt mir jetzt, warum sie so kleine Fahrräder verwenden. Der Grund ist, weil sie einfach transportabel sind. Sie sind klein, können einfach schnell zusammengelegt werden. Ja, was tut man nicht alles für Bobbys Sportjob? Ich habe mich jetzt da überwunden und habe also dieses nasse Shirt und diese nasse Radhose, die Bobbys Sportjob für diese Tour zur Verfügung stellt, nass angezogen, damit diese Kleidung auch jetzt bei den Fernsehaufnahmen hier in Angers präsent sind. Bye!
Gerhard erklärt, dass er mit dem Zelt übersiedelt ist und dass er bis zum späten Nachmittag unterwegs ist. Habe ich doch richtig gehört. Da ruft jemand. No, that's not for me. Höflich No, erkläre it's ich not dem mine. jungen Mann, dass die Kleidung nicht mir gehört. 5 Kilometer sind es vom Campingplatz zum Tourismus-Office. Dort gibt es einen herzlichen Empfang und eine riesige Überraschung. Olivier Bouchereau, der Pressemanager, überreicht mir eine Presseaussendung in französischer Sprache. Ich bin zu Tränen gerührt. Well, I came from the camping place. Olivier hat mir mitgeteilt, dass sich der Fernsehsender ein paar Videoszenen wünscht. Diese würden das Interview ergänzen. Die Aufzeichnung wird am frühen Nachmittag stattfinden, lässt er mich wissen. Unverzüglich mache ich mich auf den Weg, um die Anfahrt nach Angers festzuhalten. 220 Hektar umfasst der Park. In der Nacht war es außergewöhnlich ruhig. Keine Autos, keine Flugzeuge, keine Eisenbahn. Erst um 5 Uhr früh strömten ganz leise, liebevolle Vogelgesänge in das Zelt. Oh, how beautiful. Don, bonjour. Sprechen Sie Deutsch oder Englisch? Spontan erklärt sich eine junge Dame bereit, mich während der Fahrt zu filmen. Das Schiff heißt Elisabeth, wie meine Frau. Während ich die Szene für das Fernsehen aufnehme, eilen kreischende Kinder auf die Kamera zu. Kinder sind naturgemäß neugierig. Und so beginnt eine fröhliche Unterhaltung. Wenige Minuten später kommt eine Dame. Sie scheint die Aufsichtsperson zu sein. Sie übersetzt die Fragen der Kinder. Als die aufgeweckten Teenies weg sind, setze ich die Filmaufnahmen fort. Im Jahr 2018 sind 150.000 Menschen in Angers wohnhaft. Angers liegt nicht an der Loire, sondern an der Maine. Im 9. Jahrhundert kamen die Wikinger. Durch die Umleitung der Maine wurde der Schiffsverkehr unterbrochen. Die Eindringlinge gaben auf. Das Herzstück der Altstadt ist unverkennbar die Burg. Bon Appetit. Gestern, bei der Anreise am späten Nachmittag, hat die Route anders ausgesehen.
Misstrauisch werfe ich einen Blick in das Backline-Radtourenbuch. Nun ja, mehrere Wege führen zum Ziel. Das ist die Erkenntnis. Das Tourismus Office ist gleich neben der Burg. Und die ist nicht zu übersehen. Rue Baudrière. Mittlerweile ist es 13:30 Uhr. Es ist an der Zeit, etwas zu essen. 3 Minuten später entdecke ich an einer Kreuzung eine Bäckerei. La Fabrique du Millepat. Mit dem Gebäck in der Hand suche ich einen Rastplatz. Ein Wegweiser zeigt an, dass es bis zum Tourismus Office 8 Minuten sind. Fein, denke ich mir, denn dieser Platz eignet sich wunderbar für eine Jause. Place du Ralliement. In 30 Minuten findet das Interview statt. Hier werde ich das leckere, knusprige Brötchen mit Wurst und Käse essen. Ich folge dem Prinzip der Achtsamkeit und konzentriere mich voll und ganz auf das Essen. Gestärkt mache ich mich auf dem Weg zum Tourismus Office. Dort steht ein Fahrrad mit außerordentlich viel Gepäck am Vorder- und am Hinterrad. Es gehört Peter, dem Holländer. Er erzählt von einer Kollision mit einem Kraftfahrzeug, wobei er gestürzt ist. Inmitten des Gesprächs erscheint das Kamerateam. Und noch währenddessen wir uns verabschieden, schlägt mein Puls wie ein Schlagzeug, dessen Schläge immer kürzer und schneller werden. Erst durch die liebevolle Begegnung mit der attraktiven Moderatorin kehrt die rote Lebenssaft in die Adern zurück. Nach der herzlichen Begrüßung unterrichtet sie mich im Umgang mit dem Mikrofon und gibt exzellente Anweisungen zur Körperhaltung. Beim Tourismus Office treffen wir einen etwas speziellen Radfahrer. Er heißt Gerhard Lenk, er ist Österreicher und er hat beschlossen, 10 europäische Länder in nur 3 Monaten zu durchqueren. Mit 57 Jahren hat dieser leidenschaftliche Sportler diesen Freitag einen Zwischenstopp in Angers eingelegt. Rund um Angers plant er exakt 3653 Kilometer zurückzulegen und all das für einen guten Zweck. Dieser Reisende hat in der Tat Partnerfirmen kontaktiert, um Geld zu sammeln und kranken Kindern zu helfen. Isabel hat ihn getroffen. Wie Sie sehen können, transportiere ich viele Dinge auf meinem Fahrrad und meinem Rücken. Für meine Reportagen verwende ich eine auf meinem Helm montierte Kamera, sowie eine Drohne. Sehr häufig benutze ich ein Zelt, denn man kann nicht von Menschen Spenden verlangen und gleichzeitig in 5-Sterne-Hotels übernachten. Sie können meine Fahrt auf meiner Internetseite mitverfolgen. Das Interview ist vorüber. Die Gepäckstücke hat Olivier persönlich in Verwahrung genommen. Somit kann ich völlig unbeschwert den Dom und die Burg besichtigen. Cathédrale Saint-Maurice d'Angers. Der Weg von der Kathedrale zur Burg führt durch enge, verträumte Gassen. Château d'Angers. 17 Rundtürme, zwischen 40 und 50 Meter hoch, sichern die Wehrmauern. Von außen imponiert das Schloss durch die etwa 1,5 Kilometer lange Umfassungsmauer und die 17 Türme aus dunklem Schiefer und hellem Kalkstein. Diese etwa 30 Meter hohen Türme weisen über 3 oder 4 Ebenen Bogenschießscharten auf, von denen einige durch Kanonenscharten ersetzt wurden.
Die Tore des Schlosses waren jeweils mit einem System aus Fallgattern und Mordlöchern gesichert. Châtelet. Von der Burgmauer gibt es eine wunderbare Aussicht auf Angers. Man sieht an meiner Körpergröße und an den Türöffnungen, dass die Leute damals anscheinend kleiner waren als heutzutage. Wenn man sich den Garten so ansieht, der ist schon sehr spektakulär angelegt. Ja, mein Weg führt mich jetzt diese Treppen hier rauf. Es ist 16:30 Uhr. Ich verlasse die Burg und suche das Tourismus Office auf, um die aufbewahrten Sachen abzuholen. 2 Jahre später. Ja, schau mal, Gerd, was ich da gefunden habe. Was sagst du dazu? Hm? Was hast du denn da gefunden? Ein Contreux und ein Mente Pastille. Ja, der eine ist ja schon von 1885, siehst du? Ja, trotzdem, das kann man verstecken, nicht? Na, verstecken tue ich nichts. Ah, ja. Nein, das war so, dass ich, du warst ja vor 2 Jahren in Angers, Ja. am 1. Juni. Und da habe ich den Olivier Bouchereau kennengelernt, das ist der Pressemanager von Angers. Und der hat mir dann zum Abschied diese 2 Stamperl geschenkt. Und gemeint, wenn einmal schlechte Zeiten sind, wenn es mir zu gut geht, dann habe ich was, worauf ich zurückgreifen kann. Wie viele Flaschen sind das, glaube ich? Ja, ich habe es aber nie gebraucht und somit habe ich dann 5000 Kilometer mit dem Fahrrad mitgeschleppt und dann eben noch über 1500 Kilometer mit der Bahn bis her nach Oberstdorf. Schön. Ja, trinken wir's? Ja. Was? Hör auf, du, der Vormittag. Als ich um 17:30 Uhr am Campingplatz ankomme, stechen mir sofort vollbepackte Reiseräder in die Augen. 2 dieser Exponate sind zweifelsohne für Kinder konzipiert. And with 2 children. Yeah. It's their first tour? It's second long tour. Wow. It's third time on the route and second time for Okay. camping for a week. How old are they? 6 and 8. 6 and 8. Yeah. Wonderful. Die Kinder sind 6 und 8 Jahre und fahren ihre zweite Tour. Diese dauert eine Woche. Yeah, and with luggage? Im Schnitt radeln sie 45 Kilometer pro Tag. Die Abendtoilette liegt hinter mir, und die mit Hand gereinigte Wäsche hängt zum Trocknen. Das Fahrrad steht am Holzverbau. Also das finde ich wirklich spannend. Eine 4-köpfige Familie mit Kindern unter 8 Jahren unterwegs mit einem riesen Zelt, wo eben 4 Personen den Platz haben mit einer getrennten Wand, hat mir der Mann erklärt. Und mit diesen Eindrücken und Erlebnissen schließe ich den Tag. Ich freue mich schon auf morgen, wenn die Reise weitergeht.